Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der Messerschmitt Me 262 A1A von Tamiya 1:48. Das ist so meine neueste Errungenschaft und der Tactical Jackalope wollte dann gerne mal wissen, was da drin ist, und für ihn mache ich sozusagen die Bausatzbesprechung. Ja, ich habe bis jetzt noch nicht so oft diese Tamiya-Flugzeuge gebaut, aber ich kann mir vorstellen, die sind genauso gut wie die Panzermodelle von der Passgenauigkeit und von der Einfachheit. Und dachte mir, da kann man nicht viel falsch machen. Vor allem was eben die Cockpit-Kanzel angeht, da muss man nicht so viel abkleben. Und so komplizierte Tannenmuster zu machen, das ist eigentlich ganz spaßig mit der Airbrush. Also dachte ich mir, das wäre doch mal was Schönes so zum Bauen. Gut, dann schauen wir gleich mal rein in die Schachtel. So, innen ist alles schön und sauber verpackt, ohne dass viel kaputt gehen kann. Und hier am Rand befindet sich der Fahrwerksschacht, der ist aus Metall gefertigt. Man muss also in die Nase vom Flugzeug keine Gewichte reinschmeißen. Das ist hier schon berücksichtigt. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Bauanleitung. Die ist typisch für Tamiya, hier mit einem kleinen einleitenden Text zur Hintergrundgeschichte vom echten Flugzeug. Hier unten dann, was man so Werkzeuge brauchen könnte. Und dann ist es hier so zum Aufklappen, so ein riesen Zettel. Immer ein bisschen unhandlich, aber so ist es eben. Dann haben wir hier noch ein paar Sicherheitshinweise und eine Farbtabelle, die sich nur auf Tamiya-Farben bezieht. Und dann geht hier der Zusammenbau los mit dem Cockpit. Das ist natürlich typisch für Flugzeugmodelle. Auch immer parallel dazu werden die ganzen Farben beschrieben, die man da braucht. Das finde ich immer ganz gut. Und das dann während des Baus schon einfließt. Ja, hier sind auch immer wieder so Hinweise zu sehen, dass man sich zwischen ein paar Versionen entscheiden muss, wie zum Beispiel beim Fahrwerk. Das hängt dann von der Markierungs- und Bemalungsvariante ab, die da vorgeschlagen wird. Das muss man vorher schon wissen, was für ein Flugzeug man da bauen will. Ansonsten gilt, typisch Tamiya, sehr übersichtlich und einfach zu folgen. Das sollte auch Anfänger vor keinerlei Schwierigkeiten stellen. Toll ist auch immer, dass immer gleich beschrieben wird, was man da eigentlich gerade macht. Ja. Das ist auch immer ganz interessant, wenn man technisch interessiert ist. Ja. Kommt auch noch ein bisschen Bewaffnung dazu. Hier diese R4M 55 mm Orkan-Raketen. Oder diese Raketen hier. Das hängt dann auch davon ab, was für eine Variante man da auswählt. Und zum Schluss kommt dann der Pilot rein, das ist eigentlich auch ganz interessant. Und der Waffenschacht für die Kanonenbewaffnung kann auch offen dargestellt werden. Also man muss auch das Teil hier nicht zersägen, das ist ein extra Teil. Das ist eigentlich ganz clever. Die Abdeckungen für die Triebwerke sind auch dabei. Und Cockpit kann man auch offen darstellen, wenn man möchte. Dann hier eine Anleitung, wie man mit den Abziehbildern umgeht. Und hier die allgemeinen Markierungen, die für alle Versionen gleich sind. Und dann hier die spezifischen Markierungen und natürlich die unterschiedlichen Tarnlackierungen. Hier das erste Flugzeug von Major Rudolf Sinner, die grüne 1, stationiert in Brandenburg-Briest, März 45. Hier nochmal von oben dasselbe Flugzeug, hat eine recht interessante Tarnung. Das zweite
von Heinz Beer, die rote 13 auf dem Lechfeld. Das ist natürlich auch was Schönes, ne? Das ist was Regionales, das ist bei Augsburg. Das ist auch eine ziemlich coole Variante. Und dann C, auch in Brandenburg Priest von Johann Karl Müller. Rotes S. Also das dürfte so ziemlich die langweiligste Variante sein. Zusätzlich finden wir dann noch hier so ein großes Blatt, wo dann noch eine Variante drauf ist, Variante D. Das ist von Hans-Guido Muttke, die Weiße 3, in Fürstenfeldbruck stationiert. Das ist auch das, was auf der Schachtel vorne drauf ist. Und das ist eigentlich die Variante, zu der ich am meisten tendiere. Fürstenfeldbruck ist ja auch in der Nähe, das ist bei München. Da fahre ich immer vorbei, wenn ich zur Arbeit fahre. Also entweder Lechfeld oder Fürstenfeldbruck. Das ist schon mal ausgemacht. Was genau ich da machen werde, weiß ich noch nicht. Aber das sind eigentlich die attraktivsten Tannlackierungen. Und auch von der Markierung her recht schön. Also die Anleitungen hierfür sind eigentlich auch sehr übersichtlich und vor allem hier das Große ist natürlich toll, weil man da einfach mehr erkennen kann und ja, ist auch einfach detaillierter. Als nächstes schauen wir uns mal die Bauteile an. Hier habe ich mal den Rumpf und ein paar Teile, die in den Rumpf reingehören. Also die Oberfläche sieht eigentlich ganz schön aus. Schön glatt, mit schönen Gravuren. Hier, Instrumentenpanel. Ja, Nietendetails sind auch vorhanden. Ja. Innen haben wir dann auch die ganzen Streben drin. Ob es das da hinten braucht, ist natürlich die Frage. Ich finde es natürlich ein bisschen unnötig, aber hier jetzt im Cockpit-Bereich und auch vorne, wo die Bewaffnung sitzt, wo man auch das Ganze offen darstellen kann, macht es schon Sinn. Ja, und das ist hier noch die Cockpit-Schale. Also ihr könnt sehen, die Teile sind makellos eigentlich, kein Grad in Sicht, hervorragend, so wie man das auch von Tamiya gewohnt ist. Hier finden wir dann die Tragflächenteile und auch diverse Komponenten vom Fahrwerk. Die ganzen Klappen sind größtenteils angegossen. Das ist jetzt für mich kein Problem, für manche anderen Flugzeugmodellbauer vielleicht schon. Aber ich denke, die wissen, wie man da verfährt, wie man das absägt und so weiter. Ja, auch hier sehr schöne Details, die mit einem entsprechenden Wash und so später mal richtig schön rauskommen. Sehr, sehr hübsch. Blöd finde ich nur, dass die Reifen so als Hälften beiliegen. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen spachteln. Ist aber auch kein größeres Problem. Hier dann die Triebwerksverkleidungen und auch diese Klappe für den Waffenschacht, der, wie ich schon erwähnt habe, offen dargestellt werden kann mit einem separaten Teil. Da muss hier also nichts zersägen. Ist schon mal sehr schön. Auch innen wieder Struktur, aber das braucht man nicht wirklich. An dem Gießast findet man dann noch jede Menge Teile, die ins Flugzeug reingehören, zum Beispiel Cockpit-Teile, Triebwerksteile und auch vom Fahrwerk findet sich das ein oder andere. Pilotenfigur liegt auch bei und die sieht gar nicht mal schlecht aus. Bin ich gar nicht so gewöhnt. Normalerweise sehen die immer ein bisschen aus wie Zombies oder Orks. Auf jeden Fall nicht wie ein menschliches Wesen. Sehr filigrane Teile. Ja. Die Maschinenkanonen
haben wirklich außerordentlich schöne Details. Da muss man sich echt überlegen, ob man nicht den Schacht offen macht, damit man das darstellen kann. Allerdings ist dann auch die elegante Form vom Flugzeug ruiniert. Und das habe ich eigentlich immer nicht so gern. Naja, das werden wir mal schauen, wie ich das mache. Hier diese Zwiebeln für das Triebwerk, ja, die liegen zweiteilig bei. Da kommt man ums Spachteln nicht rum. Und auch hier diese Aufnahmen für die Raketenbewaffnung sind auch zweiteilig. Hier findet man dann noch diverse Raketenbewaffnung und wie es aussieht noch ein Leitwerksteil. Ist schon mal schön, dass man die Raketen nicht alle einzeln aufkleben muss, sondern dass die schon hier als Paket kommen. Ja, und hier das sind nochmal diese Startgeräte für die anderen Raketen. Schön, dass man da so eine gute Auswahl an Bewaffnungsoptionen bekommt. Die Klarsichtteile sind absolut schlierenfrei, allerdings relativ dick, wodurch ein bisschen so eine Verzerrung entsteht, wenn man da durchschaut. Aber ich glaube, das lässt sich kaum vermeiden. Das ist einfach, wie es ist. Stört mich auch nicht so arg. Ja, und dann noch ein paar so kleine Teile, Positionslichter und so weiter. Ja. Haben auch kleine Befestigungspunkte, die Teile. Also beim Auslösen soll es da keine gröberen Probleme geben. Dem Bausatz liegt hier noch so ein Metallteil bei. Das ist der vordere Fahrwerksschacht, also fürs Bugfahrwerk. Und hier innen sitzt dann, glaube ich, die Bordbewaffnung. Und es ist irgendwie so Zinndruckguss oder so. Ist ziemlich schwer. Und ja, das ist natürlich ziemlich clever. Da braucht man keine Gewichte mehr reinschmeißen ins Flugzeug, damit es schön steht, sondern das hat hier schon das passende Gewicht und damit ist das Problem erledigt. Sehr clever. Und ich habe auch die Passgenauigkeit schon mal überprüft. Es scheint recht vernünftig zu sein. So, und zu guter Letzt noch die Abziehbilder. Ihr seht hier, ja, fehlen natürlich diverse Abzeichen. Das soll mich aber nicht weiter stören. Die sind sauber gedruckt, allerdings typisch für Tamiya ein bisschen dick. Da wird man auf jeden Fall ein bisschen Weichmacher benötigen, damit die sich schön anlegen. Ja, das Rumpfband liegt auch bei. Da stellt sich die Frage, ob man das Abziehbild verwendet oder ob man das selber auflackiert. Das weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Bei Tamiya habe ich da eigentlich mit so großen Abziehbildern nie Probleme gehabt. Werden wir mal versuchen, wie das aussieht. Abziehbilder gibt es auch für hier die Gurte am Pilotensitz. Weiß jetzt noch nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, bei geschlossenem Cockpit ist das kein Problem. Oder man nimmt einfach die Pilotenfigur, dann hat sich das erledigt. Also alles in allem dürften das doch ganz vernünftige Abziehbilder sein, die sich gut verwenden lassen. Ja, das ist deine Schachtel. Aber da bist du zu fett, da passt du gar nicht mehr rein. Alles in allem ein schöner, einfacher Bausatz. Dürfte auch was für Anfänger sein, wenn die sich zutrauen, so eine relativ komplizierte Tarnung aufzumalen. Sonst ein Tamiya typisch, wenige Teile, dafür auch clevere Innovationen, wie zum Beispiel das Metallteil für den Bugfahrwerksschacht, wodurch man sich das einfach erspart, kleine Bleigewichte abzuwiegen und dann zu hoffen, dass das Modell auch vernünftig steht. Das ist hier alles schon integriert. Man muss sich da also keine Sorgen machen. Ja, schön auch die Außenlasten, also die Raketenbewaffnung in dem Fall, habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Und auch viele Bemalungs- und Markierungsvarianten. 4 Stück an der Zahl, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Kann sich schon sehen lassen. Und auch sehr schöne Varianten noch dazu, wo man echt Schwierigkeiten hat, da das Passende auszuwählen.
Der Bausatz kostet so um die 30 Euro. Das kann ziemlich arg schwanken, je nachdem, wo man es kauft. Ich habe den jetzt hier für 29,99 gekauft. Das ist, soweit ich das sehen kann, ein recht guter Preis. Ähm, Man bekommt sie auch für wesentlich mehr Geld. Aber das ist auch, glaube ich, abhängig davon, wie der Bausatz verfügbar ist. Der ist jetzt auch nicht mehr das Neueste, ich glaube von 2002 oder so. Habe den Bausatz auch nicht so oft gesehen. Aber ich achte auch nicht so auf Flugzeuge, muss ich zugeben. Also ich weiß jetzt nicht, wie es da drum steht, wie einfach der aufzutreiben ist oder nicht. Keine Ahnung. Also, großes Lob an Tamiya. Das ist ein durchdachter Bausatz, der, ich glaube, jeden Modellbauer eigentlich ansprechen dürfte, unabhängig ja, vom Können eigentlich. Das ist was für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene oder auch Experten. Ist eigentlich ganz nett. Gut, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.